Moin Moin aus dem Wunderland. Ich bin Sonja und ich wollte euch heute mal in einem Do-it-yourself-Format zeigen, wie man aus einer Figur, die man so kaufen kann, eine Sonderfigur baut. Dafür habe ich mir diesmal den Gandalf hier ausgesucht. Der Grund dafür, man kann hier bei Gandalf sehr viele Materialien verwenden, die ihr wahrscheinlich einfach so bei euch im Haushalt auch vorfindet. Ganz zum Schluss wird an diesem Video aber noch eine kleine Einkaufsliste bzw. Materialliste folgen, für den Fall, dass ihr Lust habt, meinen kleinen Gandalf dann auch nachzubauen. Um eine Figur zu modifizieren, sollte man beim Kauf der Grundfigur in den meisten Fällen darauf achten, dass ihre Arme und Beine vom Körper abstehen, wie beispielsweise bei diesem Straßenarbeiter. Letztendlich brauche ich nicht diese Armstellung. Dafür empfiehlt es sich im Übrigen, wirklich am Gelenk, da wo auch das natürliche Schultergelenk ist, abzuschneiden. Ich nehme ganz normalen Flüssigsekundenkleber. So kann der Sekundenkleber jetzt so ein bisschen andicken. Der nächste Schritt, während ich auf meinen Sekundenkleber warte, wäre dann Gandalfs schicken Hut hier zu machen. Das hier kriegt man ganz einfach in einer Spielwarenabteilung. Das Schöne daran ist, hierfür brauche ich mir keine Gummihandschuhe anzuziehen. Bleibt die Feinmotorik erhalten. Forme ich mir erstmal so eine konische Form, drücke die einfach auf den Kopf meiner Figur einmal fest. Dann kann ich mir jetzt schön mit dem Zahnstocher schön feinmotorisch hier die Krempe vom Hut vor allen Dingen auch ein wenig ziehen. Bestreiche ich den Hut einmal komplett mit Sekundenkleber. Sekundenkleber versiegelt das Ganze schön und dann kann ich das gut bemalen später. Am Ende soll Gandalf ja so seinen Zauberstab hinterher gucken, so ein bisschen nach oben. Das heißt, ein bisschen muss die Figur am Nacken nach hinten gekippt werden. Und der Kopf ist ab, wird er halt wieder dran geklebt. Die werde ich in diesem Fall auch einfach mal mit Sekundenkleber ausfüllen. Nehme meinen Arm, tunke ihn einfach mal in Sekundenkleber. Damit die Figur aufrecht stehen kann, habe ich Kreppband mit der klebenden Seite nach oben auf doppelseitiges Klebeband präpariert. Währenddessen können wir uns allerdings weiter beschäftigen und Gandalfs Wander- bzw. Zauberstab schon mal vorbereiten. Für den Zauberstab habe ich einen Zahnstocher genommen, man könnte allerdings auch ein Streichholz verwenden und habe ihn mir einfach spitz zulaufend zugeschnitzt. So, die ungefähre Form ist fertig. Jetzt kann ich den Stab auf Höhe schneiden, wie ich ihn eigentlich haben will. Passt. Aber die hebe ich mir jetzt erstmal auf. Jetzt so als Standfigur ganz einfach werde ich das kleine Licht da, wenn sich Wanderstab in Zauberstab verwandeln, einfach mal mit Glitter simulieren. Und tunke einfach die Spitze von dem Wanderstab in Sekundenkleber direkt ins Gefäß. Das schabe ich dann später wieder ab und dann kann auch das erstmal hier in meinem Styropor trocknen. Als nächstes werden wir jetzt Gandalfs Kleidung machen. Ich nehme da ganz gerne Tempotaschentuch für, und zwar eine Lage des vierlagigen Taschentuchs. Da gibt es unterschiedliche Gründe für. Das lässt sich einerseits am Körper dann erstmal besser anpassen und es wird vor allen Dingen schnell trocknen, was bei einer Spachtelmasse jetzt nicht der Fall wäre. Ich suche mir ein Stück aus, was schön glatt ist und zerschneide mir dieses Taschentuch einfach erstmal so in verschieden dicke Streifen. Dann gucke ich mal, hier ist ein Streifen, der dünn genug erscheint. Leg den erstmal einfach über den ersten Arm rüber, halt ihn fest. Und damit er direkt mal schön dicht am Körper anliegt, nehme ich ganz normales Wasser, feuchte das Taschentuch an und dann schmiegt sich quasi jetzt das Tempotaschentuch an den Körper der Figur an. Fixiere das Taschentuch an der Schulter einmal mit Sekundenkleber. So verfahre ich jetzt mit der ganzen Figur. Erst kommt natürlich die Unterkleidung, Hosenbeine, Ärmel und die Tunika. Für den Umhang habe ich mir einen Halbkreis zurechtgeschnitten, lege ihn über die Schultern und ziehe ihn mir dann mit dem Zahnstocher und Sekundenkleber noch in Falten zurecht. Jetzt können wir eigentlich anfangen, den auch schon weitgehend zu bemalen. Ich empfehle dafür, mehrere Pinsel sich in der Größe 0 zu besorgen. Ich habe sie mir dann nochmal kleiner zurechtgestutzt, also verschiedene Fasern rausgenommen. Ich empfehle im Übrigen grundsätzlich, Figuren immer erst einmal weiß zu grundieren. So scheint die untere Farbe von der Figur später nicht durch. Das kann ich mir allerdings hier bei Gandalf sparen, weil ich ja Taschentuch drum geklebt habe. Beginne mit der hellen Tunika, später kommt ein dunkler Umhang drüber. Da scheint die untere Farbe ohnehin nicht durch. Ihr erinnert euch vielleicht die kleinen Schnitze,
die ich damals abgeschabt habe, als ich den Stab geschnitzt habe, die möchte ich später hier einmal oben um den Glitzer herumkleben, so wie es auch auf dem Originalbild zu sehen ist. Okay, dafür nehme ich mir jetzt erstmal ein bisschen Farbe. Da lege ich mir die Schnitze jetzt einfach in die Farbe rein. Schiebe die Schnitze hier zur Seite, können sie besser und schneller trocknen. Ich möchte, dass der Wanderstab bei mir hier ein wenig übertrieben aussieht, damit in dieser Größe man den auch trotzdem noch vom Weiten gut erkennt. Allerdings ist hier beim Wanderstab doch ein bisschen viel Glitzer rangeraten. Da kratze ich vorsichtig wieder ein wenig von runter. Wenn da noch ein bisschen Feuchtigkeit dran ist, ist das gar nicht so schlimm. Da trocknet mir nämlich mein Sekundenkleber gleich schneller. Ich mache einmal am unteren Rand vom Glitzer Sekundenkleber ran. Und dann vorsichtig mit der Pinzette nehme ich meine kleinen Schnitze auf und lasse sie einfach so in den Kleber fallen. Und der letzte. Also während wir auf den Zauberstab warten, können wir uns weiterhin mit der Figur beschäftigen. Schließlich fehlt Gandalf noch Haare und Bart. Das mache ich mit einem Spachtel. Damit kann man wunderbar Frisuren mitformen. Damit der Spachtel an der Figur jetzt etwas besser hält, habe ich mir hier 400 Körnung ganz feines Schleifpapier genommen. Würde ich auch grundsätzlich empfehlen, wenn man eine Figur jetzt nur koloriert. Da hält dann die Farbe später besser drauf, nur ein ganz klein bisschen anschleifen. Der Spachtel trocknet unwahrscheinlich schnell, kriegt ganz schnell eine Außenhaut. Da gehe ich tatsächlich mit dem Zahnstocher rein und verteile die Masse hier einmal über den Kopf. Vorsichtig abstreifen, damit diese Haare besser halten am Ende, den noch mit ein bisschen eine ganz dünne Schicht Sekundenkleber drüber streichen. Währenddessen dürfte eigentlich unser Zauberstab fast fertig sein. Trocken ist er, also werde ich jetzt diese kleinen Spitzen vorsichtig um den Glitzer herum biegen. Ich ziehe es auch so ein bisschen lang, vielleicht kriege ich dann sogar so eine kleine geriffelte Struktur hin. Da der Zauberstab und Gandalf der Sekundenkleber ohnehin jetzt trocknen müssen, können wir uns mal endlich wieder mit Gandalfs Hut beschäftigen. Mein Gandalf-Hut soll sowieso so eine grau-blaue Farbe kriegen. Den malen wir jetzt an. Während die Figur jetzt langsam fertig wird, ist es vor allen Dingen wichtig, dass ich die tief liegenden Strukturen erst anmale. In diesem Fall wäre das jetzt das Gesicht. Die kann ich nicht unverdünnt verwenden, ist zu dick und dann würden sich später die Gesichtszüge nicht mehr zeigen. Die muss ich schön verdünnen mit ein bisschen Wasser. Vor allem machen wir den Glanz hier weg vom Sekundenkleber, ziehen auch noch mal hoch zum Glitzer. So, in der Zwischenzeit können wir Gandalf seinen Hut auch schon aufsetzen. Jetzt sind so ein paar Macken da noch drin mit der Bemalung. Dann ist der Spachtel so ein bisschen daneben gegangen. Das muss jeder für sich entscheiden, wie schön er es haben will. Ich bessere das jetzt mal kurz aus. Damit Gandalf jetzt besser stehen kann, schleife ich die Füße unten noch mal kurz an. Ich möchte, dass der Zauberstab bei meiner Figur ein bisschen in die Luft gehalten wird. Das lässt sich beim Ankleben nicht besonders gut halten. Deswegen habe ich mir hier so einen provisorischen Styroporsockel drunter gesetzt. Und jetzt kann der schön einmal an der Hand hier trocknen. Eine wichtige Technik will ich euch noch zum Schluss zeigen, um Strukturen schön rauszuarbeiten. Das ist das Garnieren. Tunke einen weichen Pinsel rein. Die Farbe muss jetzt wieder aus dem Pinsel genommen werden und fange jetzt an, mit dem Pinsel über die hohen Strukturen. Ich will hier nämlich zum Beispiel diesen Faltenwurf einmal schön rausarbeiten und das lässt diese ganze Struktur jetzt nochmal schön dreidimensional aussehen. Die Figur ist jetzt eigentlich fertig, aber wir können natürlich, wenn wir wollen, noch beliebig Accessoires dazu bauen. Um das Schwert zu bauen, habe ich hier im Wunderland 0,25 x 2 mm breite Vierkantstrips aus Polystyrol. Wer sowas zu Hause nicht hat, kann sich das Schwert natürlich auch aus fester Pappe ausschneiden und nochmal mit Sekundenkleber verstärken. Und fertig ist unser Gandalf. Am Ende dieses Videos kommt dann nochmal die kleine Einkaufsliste. Du kommst nicht vorbei! Sorry, mein Fehler.
So, ich bin jetzt hier fertig. Viel Spaß beim Nachbauen und tschüss.